Jo moin, wir haben euch ja im vorletzten Short haben wir euch ja dazu aufgerufen, mal ein paar Fragen zu senden. Da sind jetzt hier ein paar zusammengekommen und ja, die arbeiten wir jetzt einfach mal sukzessive durch. Die Frage, wie man so cool wird wie ich, die ist jetzt leider nie gestellt worden. Schande über euch alle. Aber ich beantworte die euch trotzdem. Gar nicht. Man kann nie so cool werden wie ich. Ich bin halt ein Unikat. Ob das jetzt positiv ist oder nicht. Scheißegal, es geht los. Genau. Und am Ende des Videos könnt ihr noch diesen Plattenträger gewinnen. Da erfahrt ihr alle Infos dann am Ende vom Video. Los geht's. Die erste Frage. Ich habe mir jetzt die Namen nie rausgeschrieben, deswegen machen wir jetzt einfach nur die Fragen. Verzeiht uns das bitte. Was denkt ihr über die Zukunft von Airsoft? Wird sich das Ganze noch mehr ausbreiten? Welche technischen Fortschritte könnten später im Airsoft auftauchen? Was meinst du, Finch? Was ist die Zukunft von Airsoft? Naja, wahrscheinlich. Was soll denn die Zukunft? Also, was ist in den letzten Jahren so passiert? Seit 2008, seit das mit der Gesetzesänderung kam, wurde das Ganze ja quasi auf richtigen legalen Feldern nur noch ausgetragen. Ja, also, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig, was soll jetzt noch großartig passieren. Es werden hoffentlich ein paar coole Felder irgendwie mal dazukommen. Vermutlich wird es eher mehr genau in die andere Spielfelder. Richtung gehen. Vermutlich wird es eher in die andere Richtung gehen, weil halt irgendwelche Gelände abgerissen werden und so weiter. Ja, genau. Also werden vielleicht vermutlich mehr CQB-Felder auftauchen, eben kleine Hallen, wo drinnen irgendwas reingebastelt wurde mit Holz oder halt mit Paletten oder irgendwas. Sowas wird vermutlich eher ins Mittelfeld drücken, als eben diese alten Industriebrachen oder NVA-Brachen, die halt bis jetzt noch so großartig bespielt werden, weil die werden halt irgendwann einfach weg müssen, weil sie einfach zu baufällig geworden sind. Das ist natürlich eigentlich schon mal gar nicht mal so geil. Weiß ich nicht, was denkst du so? Naja, also wenn wir jetzt mal vom Technischen ausgehen, wir haben angefangen mit Spring Airsoft 2006, dann sind irgendwann mal AEGs dazu gekommen, dann gab es MOSFET, jetzt gibt es ein EFCS-System, mittlerweile sind die neuen Waffen alle super abgedichtet. Also wo es da noch hingehen könnte, reichweitentechnisch sind wir auch schon, finde ich, am Limit so mit fast 100 Metern bei manchen Snipern oder manchmal sogar mehr. Aber Northridge hatte sich ja dieses, wo die Kugeln dann größer geworden sind, da ist, glaube ich, die sind noch ein bisschen schwerer gewesen. Aber das ist dann wieder kein 6 mm Airsoft, das ist dann wieder gesetzmäßig schwierig und ist ja auf vielen Feldern nicht erlaubt. Von daher, ja, ist schwierig. Die Glaskugelraten, also da müsste man, wenn wir das wüssten, würden wir eine Firma aufmachen und würden praktisch dann ja, diese Produkte entwickeln, wenn wir das wüssten. Und technische Fortschritte ist halt echt schwierig. Also Ja, also wenn wir da eine Ahnung hätten, dann würden wir die schon irgendwie versuchen zu realisieren. Also, keine Ahnung, könnte nächste Woche einer um die Ecke kommen mit irgendeinem super Fortschritt und wir würden uns alle denken, scheiße Mann, hätte man ja selber drauf kommen können. Was richtig. vielleicht sein könnte, wäre sowas wie eine Treffererkennung, damit man quasi so ein bisschen Highlanderei ein bisschen ausschließen kann. Aber ja, weiß ich, ohne da kann man ja eigentlich dann quasi Lasertag spielen gehen. Das ist ja dann Ja, und es gibt ja ähnlich. diese Lasersimulation, das wäre halt vielleicht nochmal, aber ist es dann noch eher so, wenn man sich so ein Modul vorne drauf schraubt, dann hat man hier so eine Weste an, dann hat man natürlich viel mehr Reichweite, aber ist es denn dann noch Airsoft? Nee. Eigentlich nicht mehr, ne? Ja, Schwierig. Da sind wir schwierig. wahrscheinlich ein bisschen zu dumm für. Ja. Da können wir leider nicht in die Zukunft gucken. Genau, was noch interessant war jetzt auf der IWA dieses EBB-System, was halt von, oh, ich glaube Bolt war das oder sowas, da hat die AK richtig mit richtig geknallt. Aber das ist halt auch wieder mehr Verschleiß, mehr Akkuverbrauch und dann zuppelt das da halt hin und her. Ist halt die Frage, ob das jetzt der nächste Knaller ist oder ob das wie 3D im Kino irgendwann mal wieder verschwunden ist, weil es halt keinen Nutzen hat. Ja. Machen wir weiter mit der nächsten Frage. Euer Favorit, SIG, GBB oder HPA? Hier fehlt irgendwas, hier fehlt Spring. Also ganz klar, ne, so eine Spring-Pistole ist halt immer noch das Geilste, was es gibt. 0,1 Joule Spring-Pistole. Ja, Natürlich. definitiv. Nee, SAEG bei mir, ganz klar. Also du kannst immer spielen. Bei Regen geht es genauso. Und solange es nicht in Strömen regnet, da bist du eh der Letzte auf dem Spielfeld, der damit noch spielen würde. Aber sonst im Winter weniger anfällig. Ja, der Klang und das Feeling ist halt eher wie Spielzeug. So eine GBB, HBA halt besser. Aber für mich ganz klar SAEG. Also ich muss auch sagen, Elektro-Tacker. Aber da muss ich zugeben, ich hatte auch nichts anderes bis jetzt.
Also GBB habe ich nix, HBA habe ich auch nix. Also bis jetzt habe ich meine Elektro-Tacker und ja, die funktionieren und ich finde es geil. Ich finde es bis jetzt noch so geil, dass ich jetzt noch nie drüber nachgedacht habe, irgendwie mal zu wechseln. Ein Kumpel von mir zum Beispiel, der hat eine GBB-SIG. Ja, von Der GAK. findet das Ding halt einfach so super, super heiß. Der will halt, also der spielt halt mittlerweile seltener AEG oder SAEG halt. Also Ja, na GAK ist da halt echt geil. Das ist ja aber auch so dieses, na, was kostet dich so ein SAG-Magazin? Ein Zehner. Wenn du so ein Dings nimmst, kostet dich das halt 30, so ein EPS. Aber so ein so ein GBB-Magazin, da bist du ja stellenweise mal 50 bis 70 Euro los. Und das ist halt, wo ich mir so denke, die machen so viel Gewinn mit diesen Dingern. Das ist, nee, also wenn da jemand kommt, der das günstig anbietet, dann könnte man da vielleicht überlegen. Aber so aktuell bleibe ich bei meiner SAG, die ich gut, ja die erst machen neu mit habe. allem Gewinn. Ja, Das ist natürlich. Kapitalismus hier. Die machen mit allem Gewinn. So, nächste Frage. Eure Meinung zur MK16 Sport? Also die Meinung, die ihr nach 2 Wochen habt. Ganz ehrlich, die Waffe ist nach dem Review zu jemandem gegangen, der die gekauft hat und vom Team. Und seitdem habe ich von dem Ding nie wieder was gehört. Ich aber. Ah, Deswegen kannst du ruhig sein jetzt. Nee. Ja, ich aber. Also das Ding ist super. Der liebt das Teil. Was aber aufgefallen ist, ist, dass die bei manchen Magazinen plötzlich Feeling-Probleme hat. Das ist ein bisschen nervig. Aber sonst, der liebt das Teil halt einfach. Also das Ding sieht doch einfach geil aus halt. Also das ist schon mal ein riesen Pluspunkt halt. Und das Ding schießt doch einfach super. Also wir haben auch noch nichts gemacht irgendwie. Wir haben jetzt nicht irgendwie am Hop-Up irgendwas rumgebastelt oder so. Das Ding ist quasi so, wie sie aus dem Karton kam, spielt er die jetzt quasi zurzeit. Und super zufrieden. Also der liebt das Ding. Ja, genau. das Einzige, was ich noch sagen kann, dass ich die jetzt mittlerweile viel, viel öfter auf dem Spielfeld sehe. So eine Scar L. Also die hat man früher halt gar nicht gesehen. Guck halt die Schnauze da hinten. Die hat man halt früher gar nicht gesehen und mittlerweile, also letzten Spieltag im Blesser waren das bestimmt 3 oder 4 Stück, die man da gesehen hat von dieser Scar. Von daher wird Begadi da schon gute Verkaufszahlen erreicht haben nach dem Teil. Ja, Fakt. Welches Tarn würdet ihr zu welcher Jahreszeit auf den Feldern wie Plessa oder generell Deutschland tragen? Wow, ganz schwierige Frage. Also Tarn. Tarn Ich erstmal. trage das hier mittlerweile. Mittlerweile trägt Finch das, genau. Und das ist halt so Vorliebe. Ne? Also ich zum Beispiel habe früher Flecktarn getragen. Ne, das gute alte deutsche Flecktarn. Und muss aber sagen, das ist stellenweise schon viel zu dunkel. Viel zu dunkel. Also du stichst da stellenweise, wenn du jetzt. Ne, die normalen Spielfelder haben halt auch ein bisschen Waldanteil, die haben ein bisschen Häuseranteil. Und da muss ich mittlerweile sagen, ist das Multicam, so verhasst das auch ist, gar nicht mal so schlecht. Also, das hat der Finch auch schon festgestellt, dass Multicam gar nicht mal so schlecht tarnt. Ne, sein Pancode Green Zone Ist ist perfekt. genauso, ne, wenn du jetzt, aber da bist du wieder am Haus, bist halt wieder relativ, das Multicam ist halt Multi. Ne? Noch geiler wäre das Bundeswehr Multitarn, aber das ist ja dem KSK vorbehalten, von daher wird es auch so schnell nie kommen. Ja, also für mich nach wie vor, gut, zu welcher Jahreszeit? Im Sommer Green Zone ist da wirklich, wirklich super. Eventuell sogar Multicam Tropic. Finde ich auch sehr nice. Für mich muss das auch immer, na, es gibt verschiedene Tarnmuster. Es gibt, wie heißt das hier, was Concamo, was hier so ganz. Aber das ist halt eher so ein hässliches Tarnmuster. Es gibt schöne Tarnmuster, ne, so wie Flecktarn, das ist alles so schön. Oder Multicam. Green Zone ist dann schon wieder so, wo ich sage, da ist schon wieder viel zu viel. Das ist fürs Tarn vielleicht ganz geil, aber es sieht einfach für mich hässlich aus. Oder Concamo ist ja genau dasselbe. Das ist halt einfach so, das ist wie diese Jägertarnung. Ne? Das ist überall sind so ein paar Dinger drin. Das finde ich nicht schön. Kann ich jetzt nie relaten. Also Ne, das Green Zone sieht halt einfach, Geschmack ist unterschiedlich. Green Ne? Zone sieht halt einfach super geil aus. Aber der Fakt ist halt im Airsoft, die Distanzen gibt es halt teilweise einfach nicht. Also jetzt mal abgesehen vom Milsim, da gibt es mit Sicherheit. Aber so wie ihr euch bewegt, ist die Tarnwirkung in der Regel sowieso weg. Also du kannst auch so einen Sniperanzug anhaben und liegst irgendwo rum und die Leute stolpern über dich drüber, weil er halt einfach verdammt gut ist. Aber so wie du dich halt bewegst, ist halt die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du dennoch aufgeklärt wirst. Von daher, also ich habe jetzt zum Beispiel zurzeit jetzt komplett auf Tarnen halt verzichtet, habe mir jetzt eine Jeans, eine alte genommen, habe mir ein Hemd gekauft. Gut, das ist jetzt auch nicht gerade rot oder hellblau oder so. Und renne halt so übers Feld, weil ich sowieso ständig in Bewegung bin.
Oh Gott, jetzt werden sicherlich ein paar Leute sich die Videos angucken, werden sich denken, nee, der campt ja die ganze Zeit nur ab, weil er sich nicht aus den Deckungen raustraut. Da kann man aber dazu sagen, auf den Videos, also beim letzten Blätterspielfeld hatte ich 288 Gigabyte Material von 3 Spielern und davon ist aktuell, das ist ein 10-Minuten-Video geworden. Also ihr seht halt in den Videos so viel weniger, als was wir dort am ganzen Tag erleben. Na, so viel campen, du musst so viel campen immer rausschneiden, weil es so langweilig ist, weil wir hinter Deckungen hängen und wieder nicht wissen, in welche Richtung wir weg Und sollen. weil wir zum Sport laufen. Oder wenn wir zum Spawnen laufen. Ja. Da ist die Tarnung auch scheißegal. Also Weg zum Spawnen ist scheißegal. Besser sogar, man sieht euch besser, da wird er nicht so oft abgeschossen auf dem Weg zurück. Nee, also Tarnen ist cool. Sucht euch das raus, wo ihr richtig Bock drauf habt. Oder halt jetzt nie unbedingt übelst, halt irgendwas anderes so. Wenn ihr Bock drauf habt, dann macht es einfach. Also, ja, Ihr genau. könnt euch schwarz tragen. Aber ihr fallt halt mit Schwarz extrem auf, weil es gibt halt nie direkt Schwarz in der Natur, außer Schatten oder sowas. Von daher fallt ihr mit Schwarz halt viel mehr auf oder halt mit Bunt. Aber ja, so eine Tarnung hat auch manchmal, wenn du dich wirklich still verhältst und da läuft jemand an dir vorbei, dann hat das auf jeden Fall Sinn gehabt, wenn du jetzt alleine bist oder so. Aber ja, also wie schon gesagt, tragt das, was ihr wollt, was euch Spaß macht und was euch gefällt. Und was ihr euch leisten könnt. No? Welche Airsoft hättet ihr gerne in Deutschland, welches momentan noch nicht gibt? Oder gäbe es ein Modell, bei dem ihr gerne was Qualitativeres auf dem Markt hättet? Also die letzte Frage kann ich schon mal beantworten. Qualitativeres, ich hätte gern eine qualitativ geile FAMAS. Also allgemein, gut, das könnte auch die erste Frage zutreffen. Eine geile FAMAS wäre mega. Bitte auch dann in mehreren Varianten, also so ein bisschen Special oder sowas. Eine Tavor wäre extrem geil mit einem geilen Body und als SAG. Als GWB gibt es ja die Hephaestus oder sowas. Die ist ja mittlerweile auch wieder raus. Aber Airsoft-Modell, was es noch nie gibt. Das Gewehr der Spezialkräfte der Ukraine. Das ist eine Mischung aus einer Tavor, also einer TAR 21 und einer AK. Das fand ich, sah mega sexy aus und das gibt es noch nie. Oder dieses. Kann natürlich vielleicht irgendwann kommen. Oder das Heckler und Koch G43, das was sie hier als G36-Entwurf, also als Nachfolger eingereicht hatten. Ich glaube HK, ich blende es unten ein. Auf jeden Fall, das wäre nochmal so ein Modell, wo ich sage, das wäre cool. Gibt es die aktuelle, die sich die US Army jetzt beschafft hat, die SIG? Gibt es die als Airsoft? Ich glaube, nee. Nee, Das Ding sieht auch ziemlich heiß aus. Ich habe schon nie gesehen, sind wir gar nicht so informiert. Die sieht ziemlich heiß aus. Ja, es gibt da Sachen und wir hoffen, dass die Qualität natürlich noch weiter nach oben geht bei Airsoft-Modellen und dass man nicht mehr irgendwie so einen Plastikbomber-Schrott kriegt, wie man in manchen Shops immer noch für 70 € kaufen kann. So ein, Leute, hört auf, sowas zu kaufen. Wenn ihr mal wollt, dass wir sowas mal reviewen, dann schreibt das unten rein. Aber das ist einfach Müll. Euer Lieblings-Airsoft-Modell? Ja, Stock oder? Also Stock fand ich eigentlich die MK18 super geil, die wir jetzt als in einem Review hatten. MK18 oder MK16? Die MK18. Ach, die A4, A15 Plattform. Genau, ja, genau. Ja. Also die war super geil. Die hätte ich so direkt so behalten eigentlich am liebsten. Halt auch direkt Stock so gelassen, aber ja, so ein bisschen verbastelt. Also ich finde meine ICS halt mittlerweile super, super geil. Aber da haben wir auch viel drin rumgebastelt, damit die halt das macht, was sie soll. Ja, also für mich persönlich, jetzt wenn es auch verbastelt sein darf, dann halt meine ICS. Also ich habe auch noch so ein, zwei andere Waffen. Ja, ich habe die jetzt schon eine Weile die anderen nicht mehr gespielt, weil die ICS einfach mittlerweile viel zu geil geworden ist, als dass man die irgendwo rumliegen lassen sollte. Ja, ne, bei mir ist es jetzt meine E&C SMR 16, also die HK für 16 Verschnitt, aufgebaut wie beim SEAL-Team. Das ist mittlerweile mein Liebling. Also ich habe mittlerweile G36 durchgehabt, wir hatten auch schon diverse AKs, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so verhasst wie diese AR-15-Plattform ist, vom ganzen Handling her ist es halt einfach, wenn das vorne schön schlank ist, lässt sich damit einfach am besten alles machen. Also das ist wirklich, da kommt für mich aktuell nichts ran an das. Auch wenn man sie auf dem Spielfeld 90% AR-15 Ja, Modelle das ist halt langweilig. Also das muss ich auch sagen. Aber wenn man eine geile AR-15 hat, ist es schon, wenn es nicht so Standard ist, ja, dann ist das schon ist cool. schon, aber ich habe ja selber so, also wir haben sie ja selber und es ist schon langweilig auf dem Spielfeld. Alles AR-15, 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 Ja. AR-15. Da Da ist hat so eine mal einer eine AK, da denkst du, oh, hier wenigstens mal eine AK oder irgendwas anderes mal. Das ist schon,
Ja, aber wir tragen da jetzt auch nicht viel dazu bei, dass es ein bisschen mehr Vielfalt gibt Nee, das stimmt. mit unseren Das 2 stimmt. Modellen. Nächste Frage. Schon mal Airsoft im Winter gespielt und bringen gewinkelte Visiere, zum Beispiel 45-Grad-Montage mit einem Red Dot etwas? Also zu den Visieren, keine Ahnung, ich habe es noch nie ausprobiert. Deswegen kann ich dazu jetzt wenig sagen. Also ich hatte jetzt schon Videos gesehen und kann mir vorstellen, wenn du jetzt eine DMR hast und hast dort ein großes Scope drauf und hast dann 45 Grad nochmal, natürlich musst du dann deinen Abstand beachten, ob dann das Visier auf 20 Meter noch was bringt oder sowas, ist die große Quizfrage. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass du damit weil auf 20 Metern hast du noch nie diesen Hop-Up-Effekt, dass die Kugel halt nach oben geht. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass es was bringt, aber da fragt ihr die Falschen. Also haben wir halt einfach nie, da wir meistens ein EOTech oder du hast ein Holo, nee, was hast du? Ein Vortech, ein Vortech hast du drauf. Vortec. Genau, ein Vortech. Von daher können wir da jetzt nie viel dazu sagen, haben wir nie probiert. Also ich habe auf meinem DMR halt, also auf meiner SR25, habe ich einfach auf meinem Scope noch ein kleines Microdot oben drauf. Ja, es wird natürlich alles ganz schön hoch. Hätte man vielleicht auch mit so einer Winkelmontage irgendwie machen können. Aber ja, keine Ahnung. Haben wir jetzt nie. Und erst auf dem Winter gespielt, du noch nie, ne? Naja, im Frühling halt, relativ früh im Frühling oder halt relativ spät im Herbst, aber im Winter generell. Ja, aber ich habe da auch nicht so unbedingt Bock drauf. Ich Na, die arbeite, Herausforderung ist ja, einfach. ich weiß nicht, ich arbeite halt draußen, weißt du, und ich arbeite quasi, wenn Winter ist, dann arbeite ich quasi auch den ganzen Tag draußen. Ich brauche jetzt nicht den Ausgleich am Wochenende, dass ich am Wochenende wieder in der Kälte stehe. Von daher, nee. Ja. Also ich habe 2007 und 2006 schon mal, da haben wir in unserem Wald, da konnte man noch im Wald spielen. Da haben wir im Winter gespielt, aber wir waren da vielleicht 5, 6 Leute oder sowas. Also halt wirklich die ganzen Anfänge mit Springwachen und so, da war das noch okay, aber mittlerweile findest du, glaube ich, auch also außer eine Halle, wo das hat ja nichts mit Winterspielen zu tun, weil das ist trotzdem drin. Aber draußen, die meisten Spielfelder machen dann halt Winterpause. Und deswegen kann ich nur von den 2006 Erfahrungen berichten, die sind schon zu lange her. Und das war halt einfach nur mit Springern. Und dann hast du halt auf 20 Metern hast du halt die ganze Zeit so gemacht. Also das ist jetzt nicht zwingend die Erfahrung, die ihr da hören wollt. Naja, Winterpause, wir wollen im Winter mal spielen, ein Spiel machen in der Bastion. Aber Naja. die letzten Winter hat es natürlich nie geklappt, weil wegen Corona, da waren halt einfach die Fallzahlen so krass, dass man halt gar nichts machen durfte. Deswegen haben wir natürlich auch keine Spiele gemacht. Aber, weil der Patrick, der hat nämlich richtig, richtig, richtig Bock. Und weil er hat in Meißen halt mal so ein richtiges Spiel gemacht, wo richtig krass Schnee lag und da hat er richtig Bock drauf gehabt und schwärmt immer noch davon, von diesem Tag. Und deswegen wollen wir quasi in der Bastion auf alle Fälle mal ein Winterspiel machen. Ja, da bin ich ja gespannt. Was haltet ihr, die nächste Frage ist Pulver. Pulver ohne Ende. Was haltet ihr von Nofridge Waffen-Ausrüstung? Also nennen wir ihn jetzt Nofridge, nennen wir ihn Christoph heißt der, glaube ich, ne? Also ganz ehrlich, was er sich da aufgebaut hat, ist erstmal Respekt. Also mit Airsoft Geld zu verdienen, ist, denke ich, für viele ein Hobby und ein Traum. Also deswegen, man kann den Menschen hassen, aber ganz ehrlich, er ist einfach nur Geschäftsmann. Und ich glaube auch nie, dass er da vieles, wenn jetzt irgendwas falsch Warte ist. mal, willst du wirklich das Wort hassen benutzen? Es gibt, denke ich, Leute, die hassen Nofridge, ja. Oder halt zumindest sind abgeneigt von seinen Produkten. Das sieht man immer wieder auf Facebook. Ja, hör mit dem Scheiß auf und so. Von daher, ganz ehrlich, Leute, der ist, denke ich, genauso cool drauf wie die meisten anderen Spieler. Der wird auch nie abgehoben sein. Zumindest erkenne ich das jetzt nie so aus seinen Videos. Ja, ich gucke ganz du wenig schneidest von ja seinen, unsere Videos auch so zusammen, dass seinem wir Content. cool wirken. Genau, von daher Klappt leider nicht ganz so. finde ich es auch eigentlich ein richtiges arrogantes Arschloch, aber von daher, nee, so. Na gut, aber das sieht man ja in dem Video so. Das, ja. Nee, also Nofridge Waffen, wir hatten bis jetzt nur eine einzige und das war die SSE 18. Und die war dafür, dass sie ein Syma-Klon ist, aber ein stellenweise besserer Syma-Klon, fanden wir die echt cool. Das ist sogar, was ich ja gehört habe, dass er das mit dem MOSFET, was nie so cool war, dass er das ausgebessert hat. Na, das hat Syma bis heute nie auf die Reihe gekriegt, da ein anderes MOSFET reinzulöten. Und von daher Ausrüstung, da gibt es jetzt den neuen Plattenträger. Kurze Kindpause. Da gibt es jetzt den neuen Plattenträger und wir hatten uns überlegt, ob wir uns den bestellen vielleicht, aber das Ding kostet 169 €. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt die Wahl habe, ob ich 169 € ausgebe für einen Nofridge-Plattenträger oder ob ich dann direkt zum Tasmanian Tiger oder
was es da noch gibt, Cry oder sowas, Greife, weiß ich nie. Also dann würde ich dann eher auf Wheelsteel gehen, als auf den Nofritsch-Plattenträger. Aber sonst, Ja, also wenn wir ihn kriegen würden, dann wird für man ein den, Review, wird man auf alle Fälle reviewen. genau, Und ich da wird kann man mir den auch mal richtig vorstellen, ordentlich rannehmen. von das, was man bis jetzt so gesehen hat, wird er natürlich gut sein. Also alles, was ich bis jetzt von dem Ding gesehen habe, sah halt einfach gut aus und irgendwie, natürlich auch irgendwie durchdacht. Also von daher, wenn ihr zuguckt, Team von Nofritsch, schickt uns so ein Ding mal zu. Genau, auf jeden Fall, definitiv. Ja, und sonst die P90, da ist auf jeden Fall, die soll internalmäßig ja nie ganz so auf dem besten Stand sein, aber vom Body her, ne, Glasfaser-Body, ist preislich halt wieder relativ weit oben angesiedelt. Aber ja, ne, wir haben gerade einen massive Preisanstieg bei allen Sachen, von daher werden wir uns darauf einstellen müssen, dass Airsoft-Zeug in naher Zukunft alles teurer werden wird. Also da wird keiner dran vorbeikommen. Von daher, und die Scharfschützenwaffen hat schon nie in der Hand gehabt. Ja gut, das hört man ja oft auf dem Spielfeld so. Also es sind ja viele schon sehr zufrieden mit dem Zeug. Ja. Also immer wenn du da mit irgendwelchen Leuten quatschst, erkennst du ja relativ easy teilweise die Ja. Nofritsch SSGs. Und die sind schon sehr zufrieden mit den Dingern. Da habe ich eigentlich bis jetzt wenig Negatives gehört von den Teilen. Ja. Also von daher, wir können jetzt wirklich nur ganz haarklein über die SSE 18 sprechen als Waffe und die ist Die super. ist super. Also Ja. die benutze ich ja jetzt schon, seit dem Video benutze ich die quasi. Geiles Teil. Geiles Teil. Wir hatten einen kurzen Cut drin, wir mussten mal gucken, ob alles passt vom Aufnahme her und deswegen geht es weiter. Euer Lieblingstragesystem. Also bei mir ist es immer noch der Plattenträger. Immer noch, aber ich bin schon echt neidisch auf Finch sein Jazz-Rig. Mini-Jazz-Rig, das ist schon, du hast Bewegungsfreiheit. Ein Plattenträger ist halt manchmal so, wenn du irgendwo da sitzt und willst halt schnell hochkommen. Wir sind mittlerweile alt, wenn man uns das nicht ansieht, aber wir sind mittlerweile alt und Du. halt die und dann merkt man das halt so, dass man nie mehr ganz so flink ist wie früher. Und so ein Plattenträger ist halt dann wirklich, und wenn der auch nie richtig eingestellt ist, ich habe jetzt den Begadi-Plattenträger jetzt gehabt in den letzten Spieltagen, um den zu testen und muss sagen, geiles Teil. Da ich aber hier hinten die Trinkblase drin habe, zieht es den dann stellenweise vorne hoch und dann drückt er die halt so unter den Kehlkopf. Da muss ich ein bisschen wieder rumzuppeln und hier und da. Und ich muss hier vorne definitiv noch was zur Beschwerung reinmachen. Und aktuell noch Plattenträger, aber ich werde mir jetzt mal noch so ein Teil bestellen, weil das ist nicht teuer, bei Taiwan Gun. Und wo sonst. Und von daher werde ich dann mal testen, wie das mit so einem Chest-Rig ist. Also ich bin noch in der Findungsphase. Und angefangen habe ich mit einem Koppeltragesystem und es gibt nichts Schlimmeres als ein Bundeswehr-Koppeltragesystem. Ganz einfach. Das sagen wir gerade eben noch anders. Das ist Gerade eben hast du es noch das hochgelobt. Beste, was es gibt. Nee, von daher, ja, also bei mir aktuell noch Plattenträger, aber kurzer Plattenträger, ne? Also JPZ und nie irgendwie so ein fettes Teil. Ja, von daher, beweglich muss man sein. Ja, also ich habe extrem viel rumprobiert. Ich habe auch einen Plattenträger da. Das war eigentlich schon immer ganz geil, so mit dem Plattenträger. Aber ich habe dann halt jetzt einfach aufgrund der neuen Gear, die ich mir jetzt mal so im Winter zusammengebastelt habe. Also was heißt Gear? Ich habe einfach eine alte Jeanshose aussortiert und habe mir gedacht, scheiße, die kannst du nicht wegschmeißen, aber die ziehst du nie wieder an. Und dann habe ich gedacht, scheiße, kaufe ich mir ein Hemd dazu. Eben so ein Mikro-Chest-Trick hier und dann habe ich halt einfach in eine neue Gear quasi. Und dann habe ich mir halt das Teil hier von Taiwan Gun geholt. Gibt es natürlich auch von hochwertigeren Firmen als von Taiwan Gun, das ist Fakt. Ich glaube Emerson auf alle Fälle und Tasmanian Tiger auf alle Fälle. Mir reicht es jetzt zu, weil ich mache mittlerweile so viel Orga. Ich spiele ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel. Und das Ding ist einfach super. Also das ist halt einfach mal winzig. Hängt dann irgendwo so hier circa so. Ist halt winzig. Hier oben ist so ein riesengroßer Platz für Magazine halt. Da habe ich halt quasi jetzt dreimal AR-15 Magazine. Ich könnte jetzt das alles rauskletten, könnte das hier reinkletten. Da würden 2 x 7,762 reinpassen, sozusagen, eben für meine SR25. Dann habe ich hier eine riesengroße Tasche. Jetzt zeigt das Ding nicht. Ja, bloß mal so ganz schnell so. Hier so eine riesengroße, also es ist halt wirklich alles dabei. Dazu habe ich natürlich noch einen Battle Belt, der dazugehört zu dem Ganzen. Ja, da ist halt auch noch so ein bisschen Stuff mit dran.
Alles, was Genau. der Finch eigentlich nie brauchen würde, aber er hat es da dran. Doch, also das ist schon ganz sinnvoll geworden. Da machen wir auf alle Fälle nochmal ein Video dazu. So ein That's My Gear, Genau. halt ein aktuelleres That's My Gear. Da stellen wir euch den ganzen Stuff mal vor. Ja. Seit wie vielen Jahren spielt ihr Airsoft? Seit 2006 bei mir. Und da gibt es ein Video dazu, das verlinke ich euch gerne unten. Da haben wir das alles erzählt, wie die ganzen Anfänge sind, weil wir waren vor uns schon bei einer halben Stunde. Und ich hoffe, Finch holt jetzt nicht so sehr aus, dass wir langsam Nee, dann wieder zum weiß Ende nicht. kommen. Weil ich muss das dann schneiden und hochladen. Und ja, Der hat viel zu tun, der Kerle. Ja, ne, ich spiele auch so seit ca. 2006. Haben wir halt angefangen beim Kumpel. Früher war ja die Gesetzeslage anders. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Früher konnte man halt einfach sowas noch machen, wenn man Bock hatte. Konnte man in den Wald fahren. Wir haben halt immer darauf geachtet, dass es irgendwie von einem Bekannten der private Wald ist. Ein bisschen hingefahren, wir halt mit unseren Fahrrädern zu der Zeit noch. Und die knifften relativ günstiges Zeug, so für AEGs für ein paar 30 Euro. Sind halt in den Wald gefahren, haben unseren Scheiß aufgebaut, dann haben wir halt, was weiß ich, zu 10 oder so, maximal zu 10 da gespielt. Oder sind dann mal zu irgendwelchen anderen Leuten mit in irgendeine Bruchbude rein und so ein Scheiß halt. Also da war halt eben das Einzige, was uns da halt hätte passieren können, wäre halt Hausfriedensbruch gewesen, weil, wie gesagt, Gesetzeslage ganz, ganz anders. Wir haben da trotzdem schon ein bisschen aufgepasst, dass wir jetzt nicht gerade über den Markt rennen mit unseren Kniften und so ein Scheiß. Ja, dann halt eben 2008 kam dann natürlich die Änderung von dem Ganzen. Und dann haben wir, die Mietz hat sich die Katze hat sich verhangen. verhangen. Das hast du super gemacht, Katze. Deswegen steht ihr nie an der Spitze der Nahrungskette, Miezen. Genau, dann kam 2008 ja die Gesetzesänderung. Dann war natürlich plötzlich alles illegal, was wir vorher irgendwie gemacht hatten. Wird ja beim Tom nie anders gewesen sein. Ja. Und ja, dann irgendwann, ich glaube 2014 oder so, ist dann halt eben einer meiner besten Kumpels, der hat dann schon so ein Jahr wieder gespielt. In Meißen hat er angefangen. Und da hat er dann eben irgendwann gesagt, naja, du, wie sieht's denn aus, du hast dein ganzes Dach noch da. Und da habe ich halt mit meiner billig 100 Euro M4 mit so einem komischen Granatwerfer unten dran. Wenn ich ein Bild finde, schicke ich es Tom, da würde er das jetzt hier einblenden. Das sieht richtig lächerlich aus, wie ich da rumgerannt bin. Habe ich dann quasi wieder angefangen zu spielen. Und dann, naja, gut, kauft man sich halt immer mehr Stuff. Und irgendwann, ja, spielt man die besser, sieht aber besser aus. Das ist wohl wahr. Was ist euer Lieblingsfeld und welche Waffe nutzt ihr auf dem Feld am liebsten? Und was würdet ihr zum Beispiel in einer Situation machen, wo ihr umzingelt seid von 3 Spielern, wenn ihr allein seid? Was ist denn das für eine Frage? Also, Rausgehen. So, Genau. hier, Hit, raus. Nee, keine Ahnung halt. ich würde Finch rufen. Zur letzten Frage halt, einfach, entweder ihr habt Funk und versucht halt wirklich jemanden ranzuholen und sagen, hier, pass mal auf, dort und dort sitzt einer, holt den mal bitte für mich raus, ich komme hier nicht mehr richtig weg. Oder halt einfach, wenn klar ist, dass das Ding eh durch ist, einfach irgendwie losstürmen, versuchen noch einen von den Leuten rauszuholen oder vielleicht doch 2. Alle 3 ist dann vermutlich schwierig, außer es sind verdammt schlechte Spieler. Und ja, sich dann einfach darauf einstellen, jetzt gehe ich gleich ins Sparen, aber vielleicht habe ich noch einen mitgenommen. Also, ja, Also ich hatte die Situation schon mal, und zwar in einem Video, wo wir in Meißen waren. Und da hatte ich aber das große Glück, dass das Gras relativ hoch war und dass ich mich da ein bisschen reinlegen konnte. Und habe dann die relativ lange in Schach gehalten, habe dann über Funk ganz leise meine Mates angefunkt, dass die von hinten mich unterstützen. Aber danach war das Spiel vorbei. Also es war auf jeden Fall ein cooler Moment und habe noch ihn rausgenommen, aber dann war halt das Spiel vorbei. Dann wurde abgepfiffen. Von daher, ja, das ist halt so eine Frage, das kommt auf die Situation drauf an, welches Spielfeld wohl immer. Lieblingsfeld, das muss ich jetzt unterteilen. Weil, wenn wir jetzt danach gehen, Lieblingsspielfeld, wo ich Videos drehen darf, ist es ganz klar Plesser, weil dort kann ich anfragen und wir können halt hinfahren und können halt Videos drehen. Also als Content Creator ist es für mich ganz klar Plesser. Spielerisch würde ich sagen die AO Dark Zone, weil dort ist die Orga extrem geil. Du warst doch nie dort, aber das ist ein extrem geiles Spielfeld und auch viel Abwechslung. Meißen ist okay und Plesser ist genauso, ist ein cooles Feld. Das Einzige, was halt nervt, sind die Mücken. Und dass es wie auf den meisten deutschen Feldern ist, sobald der Frühling anfängt, hast du halt gefühlt nur noch Busch und Wald und du siehst kaum einen Gegner. Von daher, das ist immer nicht ganz so geil. Also man stellt es immer geil vor und dann ist es halt einfach nur stellenweise Gecampe, weil
Das ist wie wenn du im Dunkeln spielst und du siehst den Gegner nie und man denkt sich immer so, die bewegen sich jetzt massiv auf einen zu und dann machst du das Licht wieder an nach 20 Minuten und alle haben sich nie bewegt oder so. Von daher, also Our Dark Zone ist auf jeden Fall ganz weit oben, was das Feld angeht, was Lieblingsspielfeld ist. Ja, bei mir ist, also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt noch nie großartig rausgekommen. Einfach mal. Ich bin halt bis jetzt immer nur so auf den sächsischen oder halt in Plessa so geblieben. Ja, mein Lieblingsspielfeld, ja ganz klar. Die Bastion natürlich in der Masenei, ist ja ganz klar. Kennen die wenigsten, ja. Kennen die wenigsten, ja. Da mache ich halt Orga. Ja, da gibt es so genug Probleme, wo man die Spawns hinsetzt. Aber ich finde es halt gut, weil es natürlich für mich persönlich ein ganz anderes Ding dort zu spielen, als auf irgendeinem Spielfeld halt, auf irgendeinem anderen. Von daher finde ich das natürlich am geilsten. Ja. Ja. Was ich da noch sagen kann, was mir gerade noch so einfällt, ist in Tschechien, Biersohn. Das Gelände, wenn ihr dort wart, dann ist alles andere eigentlich, das ist riesig. Dort fährt ein Zug mitten durchs Spielfeld, weil der hupt halt einfach und weiß, dass dort ein Spielfeld ist und dann fährt er halt dort durch die ganzen Leute durch, also praktisch mitten durchs Feld durch. Und das ist halt, du hast halt Berge, die sind so und du hast halt so viel Abwechslung, du hast halt nur keine Häuser. Aber sonst ist das halt ernsthaft ein geiles Spielfeld. Und Malwinkel, da war ich, das ist schon 2007 gewesen. Da war das noch das alte Spielfeld von Malwinkel. Deswegen kenne ich das neue Spielfeld halt noch nie. Da will ich aber auf jeden Fall noch mal hin. Machen wir gleich weiter. Glückwunsch euch, danke erstmal. Vielleicht habe ich eine interessante Frage. Hat Tarnkleidung außer den Coolness- und Selbstbewusstsein-Effekt Vorteile im Airsoft? Beziehungsweise habt ihr euch schon mal gedacht, wie können die mich denn nicht sehen? Ja, na gut, also Tarnkleidung hatten wir ja vorhin schon mal die Frage. Ist halt, also hauptsächlich, ist es halt cool? wirklich schlichtweg hauptsächlich Coolness-Faktor. Ist Ja. halt so. Je nachdem, also es kommt immer auf den Spielstil an. Wenn ihr euch viel bewegt, dann ist halt Tarnkleidung wirklich, kannst du quasi ein bisschen vernachlässigen. Wenn du natürlich wirklich ein Sniper bist, Dann also da ist gibt es das- ja eben auch bei uns ja. auf den Spielfeldern halt, ja, den Bernie zum Beispiel, der bastelt sich seine eigenen Leaf-Suits und sowas. Ja, wenn der sich halt in den Busch setzt, der spielt aber auch dann so defensiv. Wenn der halt sniped, dann spielt er auch so defensiv. Wenn der in den Busch sitzt, dann stehst du halt vor dem. Also ich weiß nicht, wenn man quasi jetzt einfach mal mitten auf dem Spielfeld pissen geht, dann musst du halt gucken, dass du den jetzt nie anpisst, weil der ist halt einfach unsichtbar. Aber wie gesagt, der spielt so, der hat da Spaß dabei. Ich könnte mir das nie vorstellen. Für mich jetzt könnte ich mir das nie vorstellen. Ich bin immer irgendwie in Bewegung, renne mal irgendwie rum oder so. Also jetzt nicht unbedingt Speedgame-mäßig so, aber ja, so lange irgendwie an eben Platz bleiben, nee. Deswegen spielt es halt keine Rolle. Deswegen kann ich halt mittlerweile, spiele ich halt einfach mit Jeans und Hemd und eben hier dem Coyote Tragesystem. Ja, kommt dann wirklich auf euren Spielstil drauf an. Also Tarnung macht stellenweise wirklich Sinn, wenn du gerade irgendwo sitzt im Wald oder sowas und du hast halt die Situation wie vorhin, so 3 Gegner oder sowas. Oder du bist zu zweit und dann läuft eine Gruppe Gegner an dir vorbei und du kannst sie praktisch von hinten in den Rücken schießen. Dann macht Tarnung definitiv Sinn. Aber wenn ihr jetzt ein Speed-Gamer seid, dann ist es völlig egal. Also es kommt ganz auf euren Spielstil drauf an. Ja. Was war euer genialster, peinlichster AS-Moment? Ach, ich glaube, die das Frage alles ist auf vom, Video. Ich glaube, die Frage ist vom Korax, ja. Ihr habt das alles auf Video. Mein peinlichster war, glaube ich, die Granate in der Dark Zone, wo ich die Granate gegen den Türrahmen geschmissen habe und 3 Leute von meinem Team rausgenommen habe. Das war definitiv peinlich. Und Granatenwerfen ist immer noch in der Übung. Und genialster, gibt es einen genialsten? Ja, keine Ahnung, das vergisst man halt relativ schnell Hab wieder. halt so ein paar gute Abschüsse vermutlich, wo man sich einfach gedacht hat, yo, das Ding, das ist gut gelaufen. Wobei das eine Mal in Meißen, das ist auch schon wieder, das ist 2007 oder 2008 gewesen, da hatten wir so ähnlich, da gab es Missionen bei dem Spielfeld und dann hieß es, wir waren eine Schmugglerbande, also man musste irgendwas hinschmuggeln durch den kompletten Gegner. Und da habe ich halt und ein Kumpel, haben da einfach gesagt, wir laufen da einfach mal los und laufen mitten durch die Gegner, also praktisch mitten durch die Frontlinie laufen wir halt über den Weg lang. Und das ist so ganz lang gut gegangen. Also die haben uns alle so einfach so... Die Hitracks habt ihr nicht eingepackt vielleicht. Nee, gar nicht. Waren einfach nur unsere Waffen hingen halt so da und sind einfach so lang spaziert und so immer so nach rechts geguckt, nach links geguckt. Und keine Sau hat uns registriert, weil die wahrscheinlich alle dachten, wir sind Hit oder sowas. Ja gut, aber das ist ja Cheaten. Das ist ja... Nee, es war nicht festgelegt im Regelwerk. Wir mussten da hinkommen halt einfach. Ne? Wir hätten außen rumlaufen können. Oder wir haben halt einfach gesagt, wir machen jetzt mal den Move. Wir gehen halt einfach mal komplett durch die Frontlinien durch. Und das ist dann erst aufgefallen, nachdem wir schon auf der Hälfte vom Weg waren. Und dann hieß es so, was ist denn mit denen dort? Sind das vielleicht die Schmuggler, die das dort hinbringen müssen? Und dann mussten wir rennen.
dann musste man leider rennen und ja, aber das war ein cooler Moment, definitiv. Das sind manchmal so die kleinen Momente, die in Erinnerung bleiben. Ja, gut, peinlichster Moment würde mir jetzt so spontan keiner einfallen. Da Das gab ist es mit doch Sicherheit genug. letztens auf dem Video, wo du zu der Frau gesagt hast, du bist der hübscheste Spieler, das war, fand ich, ganz schön cringe, aber Das war cringe, aber das war für dich, für mich ne. achso, okay. Das war für dich cringe. Ich habe mir das an dem Tag noch öfter angehört, dass ich der schönste Spieler bin. Deswegen war dieser Peak im Video, okay. Genialster Moment, also das genialste Spiel war mal in Meißen. Da gab es Schlüsselträger, die durften die Schlüssel nicht abgeben und dann gab es quasi angeschlossene Kisten. Und da habe ich halt mit einem meiner besten Kumpels halt, schon noch aus Kindertagen, der spielt halt auch mit, sind wir quasi von früh, wann ging das Spiel los? Wahrscheinlich halb 10, um 10 rum, Meistens. bis irgendwann 14 Uhr noch was, sind wir halt rumgerannt und haben halt diese Mission erfüllt. Witziger war halt, dass die Schlüsselträger teilweise keinen Funk hatten, das war natürlich super genial. Also Leute, kauft euch einfach Funk. Ich kann es auch bei unseren Spielen immer wieder sagen, kauft euch Funk, ich raste aus. War halt ziemlich schwierig, dann die Leute mal ranzukriegen, aber wir haben bis 14:30 oder so, haben wir halt quasi keinen Feindkontakt gehabt. Wir haben uns halt immer um die Feinde so ein bisschen, wenn halt jemand kam, haben wir es abgeduckt, weil wir halt die Mission erfüllen wollten. Ja, Das wir ist halt wollten halt jetzt manchmal- nicht einfach nur rumballern, rumgeballert haben die anderen. Da hatten die Bock drauf. Das haben die gemacht, das fanden wir gut, weil da konnten die Feinde, hatten die ja immer was zu tun. Und wir haben uns halt einfach nur um die Kisten gekümmert, haben halt dann viel rumgefunkt, haben viel gesucht und haben quasi nicht geschossen. Außer dann irgendwann hatte ich dann halt einfach mal wirklich Hunger. Also wir hatten dann einfach beide Hunger und haben uns gesagt, komm, wir gehen jetzt, entweder gehen wir so ins Spawn oder wir schießen wenigstens noch ein paar Leute raus. Das sind wir quasi einfach in einem Gebäude nahe vom gegnerischen Spawn, haben den dann einfach, weil die dachten, ja, jetzt ist noch nichts, haben sie noch alle im großen Pulk, haben sie noch alle gequasselt und so. Dann haben wir da aus dem Gebäude halt rausgeguckt, haben den in den Rücken geschossen. Und irgendwann dann waren wir halt dann einfach raus und konnten dann endlich mal ins Spawn gehen, um endlich mal Mittag zu essen. Das war wirklich eins der genialsten Spiele, weil das war einfach gut. Wir haben halt einfach gut die Mission erfüllt und es war halt quasi ein bisschen Feindkontakt umgangen. War super. Ja. Also das ist immer so diese Diskrepanz. Man will cooles Gameplay ja für euch aufnehmen und da musst du halt stellenweise auf den Gegner, ihr wollt ja keine Rumschleichmission sehen, ihr wollt ja Abschüsse sehen. Und das beißt sich halt manchmal mit diesen geilen Momenten, wo du halt außen um die Gegner drum rumschleichst und dann doch noch die Mission irgendwie erfüllst. Das kannst du aber im Video halt nicht so gut rüberbringen. Von daher ist das mittlerweile schwieriger, da die geilen Momente zu erleben, sondern halt einfach nur das Ja, ist ja Aufnehmen trotzdem vom- geil. Da gibt es ja auch Ja, geile im Gebäude deswegen. irgendwo, wenn du dort halt eben dann doch ein ganzes Stockwerk dort fast alleine rausnimmst oder Aber- halt eben gut mit dem Team zusammen, das ist schon Ja. geil. Aber es ist halt, wie Finn schon sagte, also diese ruhigen Momente sind mir mehr in Erinnerung geblieben als diese Action-Momente. Gut. Welche AIP würdet ihr mir empfehlen und welche BBs? Also BBs ganz klar in der Halle 020, draußen 025 und dann Was in AIP. der Halle 020? Ja, billig. Brauchst du nicht viel Reichweite in der Halle. Mit einer AIP. Billig. Ja, genau. 012 nie, aber 020 definitiv. Das ist, die sind erstmal viel schneller nochmal als die 025er. Und draußen hast du durch die 025er halt weniger Windanfälligkeit und die sind nochmal ein bisschen stabiler. Also ich schieße mit 030ern. Ja, du hast aber einen Begadi-Hop-Up drin. Ja. No, da hat einen Begadi-Hop-Up in dieser SSE 18 drin. Und AIP, na, welche Vorliebe ihr habt, also auf jeden Fall Gen 3, also mit LiPo und MOSFET sollte drin sein. Nimmt ja nicht mehr dieses NIMH-Zeug. Und dann gibt es die Syma. Das ist ja prinzipiell, sind ja die AIPs quasi alle gleich. Genau. Also wenn es eine Gen 3 ist, ist es eine Gen 3 halt prinzipiell. Definitiv. Ja, also klar, du hast halt eben bei der ENAS halt direkt noch eine Möglichkeit in Ein Red Dot drauf zu einen Red machen. Dot drauf zu basteln, genau. Und bei der anderen hast du es halt, nee. Also hast du dann teilweise nicht mal irgendwie Anbauteile, wo du es hinkriegst. Da musst du halt dann da drauf sehen. Hast du da Bock drauf oder ist dir das scheißegal? Also bei der Northridge zum Beispiel kannst du ja zum Beispiel, Ein Tracer, die hast ein Gewinde direkt vorne dran. hast zum Beispiel Gewinde, wenn du da drauf Bock hast, nimmst du die, dann hast du eben auch die Möglichkeit, dir eben eine kleine Montage zu kaufen, wo du dann ein Red Dot drauf bauen kannst. Ich habe die Montage da, ich habe auch ein günstiges Red Dot da. Ja, das passt natürlich vom Lochbild nicht, das finde ich richtig schlecht. Also musst du tatsächlich dann noch das Red Dot von Northridge kaufen, das ist natürlich scheiße, weil ja, jetzt habe ich einen Red Dot sinnlos da liegen, habe eigentlich auch keinen Bock, mal 50 € für so einen Microdot auszugeben. Ja, mal sehen, vielleicht ein bisschen andere Löcher reinbohren oder so ein Scheiß. Genau. Also, aber halt, wenn ihr halt viel anbauen wollt, dann ist zum Beispiel eben die SSE 18 von Northridge ziemlich gut. Und wenn ihr nicht so viel anbauen wollt oder halt gar nichts oder so, dann auf alle Fälle alles von Zymer. Ja. Hab alle Videos von euch geliked. Danke. 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 Super. So muss sein. Herzlichen Glückwunsch zu den 1000 Abonnenten.
ja, dann selber. Also wir sind so dankbar dafür und hätten nie gedacht, dass wir das in den 3 Jahren hinkriegen. Von daher danke an Ist euch halt alle. eine krasse Nischensparte halt. Also, Ja. wenn wir jetzt irgendwelche anderen Reaction-Videos oder so machen würden, könnten wir unter Umständen vielleicht auch schneller viel mehr aufbauen. Aber ja, Airsoft ist halt Airsoft. Also Ja. ich weiß ja nicht, wenn ihr mit euren Arbeitskollegen oder so über Airsoft redet, werdet ihr ja wahrscheinlich selber mitkriegen, wie man da so angeguckt wird und dass man ja, keine Ahnung, dass man da schon ein bisschen komisch, mal von vielen komisch angeguckt wird. Von den Jungen, nee, unbedingt, aber von den Älteren auf alle Fälle. Totale Nischensparte. Ja. Welche Airsoft habt ihr für euren nächsten Kauf im Blick oder insgesamt Gear, die ihr euch bald zulegen möchtet? Das hatte ich vorhin schon gesagt, und zwar diesen Chestrick will ich mir demnächst noch zulegen. Der ist auch nie so teuer. Was hast du gesagt? Was kostet der? 20 Euro? Ich Oder glaube, also das obere Teil, ich glaube 14 und ich glaube die Tasche hier unten, die man einfach ranklettet, glaube nochmal 7 oder so. Ja, das ist ist jetzt- halt krass geil. Ja, weil ich muss erst mal gucken, ob das überhaupt was für mich ist, von daher. Und ich bin jetzt auch nicht so jemand, der dann unbedingt UF Pro oder Tasmanian Tiger oder Dings braucht. Das muss passen und das muss für mich, von daher gucke ich da. Das ist meine nächste Anschaffung und Airsoft im Kauf. Naja, wir überlegen uns noch so eine MG zu holen, so eine MK46, wie Sunny vom SEAL-Team in der Serie das Ding hat, das Ding so aufzubauen. Das ist auf jeden Fall, aber die ist gerade nicht lieferbar. Die wollen wir als Review, weil wir wollen mal gucken, ist das überhaupt sinnvoll, mit 5 Kilo, 6 Kilo übers Spielfeld zu rennen, mit 0,5 Joule. Macht das überhaupt Sinn? Oder ist es einfach nur, weil ich es halt habe? Okay, es geht weiter. Ja, das ist praktisch so das nächste Ding. Und sonst, es ist schwierig. Weil wir haben jetzt so eine M14 da, wo wir nie gedacht haben, dass wir uns das Ding mal angucken wollen. Aber die wollten wir halt mal testen. Und das Teil ist halt einfach auch geil. Dann hat die plötzlich übelst Spaß gemacht. Dann hat die übelst Spaß gemacht und man, denkt Einfach sich, so. und man denkt sich halt so, ja, man könnte auch noch das haben. Oder diese MK16, die Scar, würde man auch gerne haben wollen. Aber dann denkt man so, Bankkonto und Frau und nee. Also ich finde es immer schwierig bei der nächsten Airsoft. Also ich habe mir jetzt auch nicht so viel bis jetzt zugelegt. Ich finde es immer schwierig, weil ich will mir nichts kaufen, was ich quasi schon habe. Also ich würde zum Beispiel auf die du hast, halt in diesem RAL 8000 ähnlichen Ton, da hätte ich halt richtig, richtig, richtig Bock drauf, weil ich die einfach super heiß finde. Die E&C SMR 16. Genau, SMR 16 halt, aber meine ICS ist ja quasi das gleiche. Also so von der Länge her wird es sich nicht großartig unterscheiden und so. Und dann denke ich mir halt, klar, die könnte ich mir jetzt zulegen und ich könnte mir auch hinlegen. Ja, klar, finanziell natürlich auch immer eine Sache. Aber dann hättest du halt quasi 2 gleiche Gewehre, die halt wirklich quasi gleich sind. Und da ist so ein bisschen, wo ich mir denke, es hat halt keinen richtigen Sinn. Ich habe halt eine Schrotze, so, die man halt immer mit dabei hat. Ja. Dann ein SA25, was leider noch nicht so ganz funktioniert. Deswegen gibt es da noch kein Video dazu. Wird dann hoffentlich bald kommen. Ja, und dann halt eben eine AR-15 mit eben Joule, die halt immer geht. Deswegen, also eigentlich habe ich gut abgedeckt. Snipen will ich nicht, das ist nicht mein Spielstil. Gear habe ich jetzt gerade erst eine neue gekauft. Die passte halt auch ganz gut zu meinem AR-15. Deswegen, also Gear habe ich halt gerade was komplett Neues gekauft. Da wusste ich vorher zum Beispiel aber gar nicht, dass ich darauf jemals Bock habe. Aber irgendwie, als ich dann drüber nachgedacht habe, hatte ich plötzlich richtig Bock auf den Scheiß. Das ist wirklich, also hätte ich nie gedacht, wenn du mich vor 2 Jahren gefragt hättest, würdest du mal im Hemd und mit Jeans auf dem Spielfeld rumrennen? Nee, Kid, was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß? Ich habe hier scheiß teure UF Pro Klamotte gekauft, die benutze ich jetzt, bis die auseinanderfällt. Nee, ein Scheißdreck, jetzt renne ich mit einer Jeans übers Spielfeld. Wo das Ding halt hinfällt, wo euch es hinführt. Ne? Ja, ne? Von daher, ja, wir danken schon mal für die Fragen. So, wie könnt ihr diesen Plattenträger jetzt gewinnen? Ihr schreibt einfach unter dieses Video einen Kommentar mit Hashtag Plattenträger und schreibt mal mit dazu, was ihr zurzeit gerade so als Tragesystem benutzt und was ihr halt richtig geil findet. Dann in einer Woche werden quasi alle Kommentare mit diesem Hashtag ausgelost und dann schreibt quasi der Tom euch einfach drunter, ob ihr gewonnen habt. Genau, und dann schreibe ich da unsere Mailadresse hin, dass ihr uns praktisch eine E-Mail schreiben sollt, dass wir das dann praktisch alles abklären können mit Adresse, wo ich es hinschicken muss und so weiter und so fort. Na, wir blenden die ganzen Daten und die Mailadresse auch nochmal im Video jetzt ein. Und dann wünschen wir euch viel Glück bei dem Gewinnspiel von dem Begadi-Plattenträger und hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir haben alle Fragen beantwortet.
und bis zum nächsten Mal. Falls ihr noch Informationen zu diesem Plattenträger wollt, guckt euch ruhig das Video an. Wir haben dazu schon mal ein Video gemacht. Der Genau, Tom ist unten in der Videobeschreibung. hat den verlinkt. gleichen ja auch gerade Ja. für sich quasi ein bisschen konfiguriert. Genau, ja. Dann sind wir raus. Ja, Bis zum danke nächsten fürs Mal. Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.